Clou, eine echte Alternative zur Step-on-Bindung und so easy geht das. Die Bindung schaut aus wie eine normale, handelsübliche Schnallenbindung, besteht aber aus zwei Teilen. Das heißt, der obere Teil ist mit dem Schuh verbunden, hat hinten zwei Haken, die dann in der Grundplatte unten beim Einstieg arretieren. Im Detail funktioniert die Bindung so: wir haben unten zwei Haken, oben einen Haken, der mit einer Feder versehen wird, der dann unten einrastet beim Fahren. Falls man beim Powder unterwegs ist und Schnee auf der Bindung hat, rastet er oben ein und man hat trotzdem eine sichere Verbindung beim Fahren. Vor dem ersten Mal fahren stellen wir uns die Bindung ein. Das heißt, wir gehen mit dem Schuh mal in die Bindung rein. Der Strap lässt sich werkzeuglos einfach nur mit den Händen verstellen an den beiden Schrauben. Den Wrist Strap stellen wir uns so ein, dass die verjüngte Stelle genau in der Mitte vor der Schnürung sitzt, vom Schuh sitzt, und genauso den Front Strap, dass wir da einen perfekten Sitz in der Bindung gewährleistet haben. Zum Ein- und Ausstieg in der Bindung ziehen wir hinten vorher diesen roten Hebel hoch, lösen die Arretierung, schieben das Knie nach vorne und gehen aus der Bindung raus. Beim Einstieg ist genau andersrum, da gehen wir vorne mit den Zehen vorher in die Bindung rein und dann drücken wir hinten einfach nur nach unten. Vor 3 Jahren haben wir die Möglichkeit gehabt, einen Prototypen zu testen. Ich muss sagen, die Kinderkrankheiten haben es jetzt wirklich alle ausgemerzt. So ein kleiner Tipp von mir: Das ist wirklich eine funktionierende Bindung zum Liftfahren. Also verwendet das Ganze nicht, wenn es auf Toilette geht, zum Après-Ski oder zum Mittagessen, weil das Ganze sonst relativ schnell abnützen kann. Was gut ist bei der Bindung ist, dass man jeden handelsüblichen Schuh drin fahren kann und dass man eben die Steifigkeit und die Festigkeit wie bei einer normalen Schnallenbindung hat. Das heißt, du hast kein Problem, dass hinten der Boot in der Bindung rutscht, hat eine exakte Kraftübertragung, ob beim Freestylen oder jetzt beim Carven auf der Piste. Das kannst du halt dann mit der Härte des Boots ganz gut regeln, was bei anderen Systemen relativ schwierig ist, weil man dann auf denjenigen Boot zurückgreifen muss, der zur Bindung passt. Hat uns sehr gut gefallen. Man kann die Highback-Vorlage verstellen. Das Einzige, was bei der Bindung vielleicht fehlt, ist, dass man mit der Highback-Rotation nicht arbeiten kann, was aber die wenigsten machen. Also die Bindung hat uns sehr gut überzeugt. Die Bindung gibt es in der Größe M und in der Größe L. In der Größe M geht es bei 39 los bis 43 und die L geht bei 44 los bis 48. Das einzige Manko ist vielleicht, dass man für die Mädels mit kleinen Füßen jetzt noch keine Bindung angeboten hat, aber sonst hat uns das System sehr gut gefallen und richtig gut überzeugt. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Für Fragen zur Bindung schreibt mir gerne unter shop@freeridershop.de, nutzt unsere Kommentarfunktion, über ein Abo würden wir uns freuen und bis demnächst.